Lektion 1: Kulinarische Genüsse. Es war unglaublich, ich hatte das beste Sushi und Ramen meines Lebens. Das klingt erstaunlich. Wo bist du essen gegangen? Ich besuchte einen kleinen Ort in der Innenstadt, der auf japanische Küche spezialisiert ist. Ich habe gehört, dass das Restaurant einen fantastischen Ruf für seine frischen Zutaten hat. Ja, jeder Bissen war voller Geschmack, ich konnte nicht genug bekommen. Ich kann es mir nur vorstellen. Die Textur perfekt gekochter Nudeln ist unschlagbar. Absolut. Ich habe sogar einige einzigartige Brötchen probiert, die ich noch nie zuvor gesehen hatte. Ich liebe es, neue Gerichte auszuprobieren. Es ist immer spannend, neue Geschmacksrichtungen zu entdecken. Lasst uns gemeinsam eine Reise dorthin planen, ich würde diese Erfahrung gerne mit Ihnen teilen. Lektion 2: Globalisierungsdebatte. Ein Thema, das in letzter Zeit vielfach diskutiert wurde, ist die Globalisierung. Ja, obwohl es wenig Konsens darüber gibt, was es eigentlich ist, sind seine Auswirkungen unbestreitbar. Genau. Es wirkt sich auf Volkswirtschaften, Kulturen und sogar die Umwelt aus. Ich finde es interessant, wie unterschiedliche Menschen die Globalisierung auf unterschiedliche Weise sehen. Ja, einige sehen darin eine Chance für Wachstum, während andere es als Bedrohung betrachten. Es ist wichtig, mehrere Perspektiven zu berücksichtigen, um die Komplexität zu verstehen. Absolut. Lassen Sie uns diese Standpunkte weiter diskutieren, um tiefere Einblicke zu gewinnen. Das würde mir gefallen. Die Teilnahme an solchen Gesprächen kann unseren Horizont wirklich erweitern. Ja, das Verständnis der Nuancen der Globalisierung ist heute von entscheidender Bedeutung. Lektion 3: Reisepräferenzen. Ja, ich habe den Zug als Option in Betracht gezogen, aber ich bevorzuge die Bequemlichkeit eines Taxis. Das macht Sinn. Taxis können direkter sein und Zeit sparen. Genau. Vor allem, wenn ich Gepäck habe oder es eilig habe. Ich stimme zu. Es kann auch angenehmer sein, auf diese Weise zu reisen. Ja, und ich mag es, direkt am Eingang meines Ziels abgesetzt zu werden. Absolut. Dieser Komfort ist kaum zu übertreffen. Lassen Sie uns unsere Transportmöglichkeiten im Voraus für die Reise planen. Gute Idee. Es wird uns helfen, Lastminute Stress zu vermeiden. Ich freue mich darauf, das Beste aus unserem Reiseerlebnis zu machen. Lektion 4: Grundlegendes zum Einkaufen. Oh, und wir dürfen Toilettenpapier nicht vergessen, das ist ein Muss. Guter Punkt. Es ist eines dieser wesentlichen Dinge, von denen Sie erst dann merken, dass Sie sie brauchen, wenn sie weg sind. Genau. Gibt es Ihrer Meinung nach noch etwas, das wir unserer Einkaufsliste hinzufügen sollten? Ja, wir sollten auf jeden Fall auch einige Reinigungsmittel mit einpacken. Das klingt klug. Es ist wichtig, alles ordentlich zu halten. Absolut. Lasst uns auch ein paar Snacks für die Woche mitnehmen. Tolle Idee. Gesunde Snacks können uns mit Energie versorgen. Ja, und sie sind perfekt, wenn wir zwischen den Mahlzeiten hungrig werden. Ich bin froh, dass wir unsere Einkaufsliste gemeinsam organisieren. Lektion 5: Cowboy-Tradition. Für Cowboys war das weniger Arbeit, aber große Ranches beschäftigen sie auch heute noch, um das Vieh zum Brandmarkieren oder zum Verkauf zusammenzutreiben. Das ist interessant.
Es ist erstaunlich, wie relevant einige Traditionen bleiben. Ja, die Fähigkeiten eines Cowboys werden in der Ranch immer noch hochgeschätzt. Absolut. Ihr Fachwissen ist für eine effektive Nutztierhaltung unerlässlich. Ich finde es toll, wie sich dieser Beruf weiterentwickelt hat und dennoch seinen Wurzeln treu geblieben ist. Ja, es ist eine faszinierende Mischung aus Geschichte und modernen Praktiken. Lassen Sie uns mehr über das Leben der Cowboys und ihre Rolle heute erfahren. Das würde mir gefallen. Es kann sehr aufschlussreich sein, Ihre Beiträge zu verstehen. Ich kann es kaum erwarten, mehr über diesen einzigartigen Lebensstil zu erfahren. Lektion 6: Ausgewogene Mahlzeiten. Eine ausgewogene Ernährung bedeutet, in jede Mahlzeit verschiedene Lebensmittelgruppen zu integrieren. Ich stimme voll und ganz zu. Es ist wichtig für die Erhaltung einer guten Gesundheit. Ja, eine Vielzahl von Nährstoffen trägt dazu bei, dass unser Körper richtig funktioniert. Absolut. Es hält unser Energieniveau den ganzen Tag über hoch. Stellen wir sicher, dass wir unsere Mahlzeiten unter diesem Gesichtspunkt planen. Tolle Idee. Wir können Obst, Gemüse, Proteine und Getreide einschließen. Ja, und wir sollten auch versuchen, mit neuen Rezepten zu experimentieren. Ich liebe das. Kochen kann eine unterhaltsame Möglichkeit sein, verschiedene Geschmacksrichtungen zu entdecken. Ich freue mich darauf, gemeinsam köstliche, gesunde Mahlzeiten zu kreieren. Lektion 7: Musikalisch Reise. So viel ich auch tue, ich habe hauptsächlich Klavier gespielt, aber ich habe auch gelernt, Schlagzeug zu spielen. Das ist beeindruckend. Es ist großartig, dass Sie so unterschiedliche musikalische Talente haben. Ja, das Spielen verschiedener Instrumente gibt mir ein umfassenderes Verständnis von Musik. Absolut. Jedes Instrument hat seinen einzigartigen Klang und sein einzigartiges Gefühl. Ich liebe es, wie das Schlagzeugspielen meiner Musik einen anderen Rhythmus verleiht. Ja, es muss aufregend sein, mit dem Schlagzeug den Takt zu halten. Das ist es wirklich. Ich genieße es, mit Freunden zu jammen, die auch andere Instrumente spielen. Das hört sich nach so viel Spaß an. Musikalisch zusammenzuarbeiten kann eine tolle Erfahrung sein. Ich würde gerne eines Tages einige meiner Lieblingsstücke mit Ihnen teilen. Lektion 8: Freizeitaktivitäten. Das klingt lohnend. Was machst du gerne in deiner Freizeit? Ich liebe es, neue Hobbys zu entdecken, insbesondere alles, was mit Kunst und Kreativität zu tun hat. Das ist wunderbar. Kunst kann eine so erfüllende Art sein, sich auszudrücken. Ja, ich finde, dass es unglaublich befriedigend ist, etwas Schönes zu schaffen. Ich stimme voll und ganz zu. Es ist auch ein toller Ausgleich zum Stress. Absolut. Ich genieße es auch, Zeit im Freien zu verbringen, wann immer ich kann. Die Natur erfrischt Geist und Seele. Ja, ich fühle mich nach einer Wanderung oder einem Spaziergang im Park immer erholt. Lasst uns bald gemeinsam einige Outdoor-Aktivitäten planen. Lektion 9: Abenteuerliche Aktivitäten. Haben Sie während Ihres Urlaubs abenteuerliche Aktivitäten unternommen? Ja, ich war wandern und habe zum ersten Mal Surfen ausprobiert. Das klingt spannend. Wie war das Surferlebnis? Es war eine Herausforderung, hat aber unglaublich viel Spaß gemacht. Auf den Wellen zu reiten war ein unglaubliches Gefühl. Ich kann es mir nur vorstellen.
Haben Sie es geschafft, auf der Tafel aufzustehen? Ja, das habe ich. Es dauerte ein paar Versuche, aber als ich den Dreh raus hatte, war es berauschend. Wie wäre es mit Wandern? Wo bist du hingegangen? Ich bin in den Bergen gewandert, die Aussicht von oben war atemberaubend. Das klingt nach einer perfekten Mischung aus Abenteuer und Natur. Lektion 10: Modeentscheidungen. Ich würde mich über Ihr Feedback freuen, welche Sonnenbrille am besten aussieht. Sicher. Ich brauche eine Sonnenbrille, die zu meinen Sommeroutfits passt. Das ist eine kluge Idee. Es ist immer gut, vielseitiges Zubehör zu haben. Genau. Ich möchte etwas Stilvolles, aber auch Praktisches für sonnige Tage. Schauen wir uns verschiedene Stile an. Vielleicht etwas Klassisches oder Trendiges. Ich tendiere zu einer klassischen Form, es kommt nie aus der Mode. Gute Wahl. Klassische Sonnenbrillen können jeden Look ergänzen. Ja, und ich möchte, dass sie auch für Outdoor-Aktivitäten langlebig sind. Lassen Sie uns das perfekte Paar finden, das alle Ihre Bedürfnisse erfüllt. Lektion 11: Zubehör einkaufen. In der Innenstadt gibt es eine Boutique mit einer großen Auswahl an modischen Accessoires. Das klingt nach dem perfekten Ort, um einzigartige Gegenstände zu finden. Ja, es gibt alles von Schmuck bis hin zu Handtaschen. Ich liebe Boutiquen, sie haben immer etwas Besonderes, das Sie anderswo nicht finden. Absolut. Schauen wir es uns dieses Wochenende an. Ich kann es kaum erwarten. Ich suche ein Statementstück, um meine Outfits aufzuwerten. Das ist eine tolle Idee. Accessoires können einen Look wirklich verändern. Ja, und ich liebe es, mit verschiedenen Stilen zu experimentieren. Lasst uns einen unterhaltsamen Tag daraus machen und alle Möglichkeiten erkunden. Lektion 12: Paris-Erkundung. Nun, Paris ist wegen seiner berühmten Wahrzeichen und seiner künstlerischen Kultur ein Muss. Absolut. Der Eiffelturm und der Louvre stehen ganz oben auf meiner Liste. Ja, und vergessen Sie nicht die bezaubernden Straßen von Montmartre. Ich habe gehört, dass die Aussicht von Sacré-Cœur atemberaubend ist. Das ist es wirklich. Außerdem ist die Atmosphäre in Paris anders als anderswo. Ich kann es kaum erwarten, während unseres Aufenthalts authentische französische Küche zu genießen. Ja, Croissants und Macarons zu probieren ist ein Muss. Ich freue mich darauf, die Cafés zu erkunden und die Pariser Atmosphäre zu genießen. Planen wir unsere Reiseroute, um unsere Zeit dort optimal zu nutzen. Lektion 13: Marketingstrategien. Gute Idee. Was ist mit gezielter Werbung? Ja, das hat sich schon früher bewährt, um unser Publikum zu erreichen. Gezielte Anzeigen können uns wirklich dabei helfen, mit potenziellen Kunden in Kontakt zu treten. Absolut. Wir können uns auf die Zielgruppen konzentrieren, die am meisten an unseren Produkten interessiert sind. Lassen Sie uns unsere vorherigen Kampagnen analysieren, um herauszufinden, was am besten funktioniert hat. Ja, und wir sollten über neue Plattformen nachdenken, um unsere Reichweite zu vergrößern. Ich freue mich darauf, kreative Ideen für unsere nächste Kampagne zu sammeln. Ich auch. Gemeinsam können wir etwas Wirkungsvolles schaffen. Vereinbaren wir ein Treffen, um unsere Strategien im Detail zu besprechen.
Lektion 14, Social Media Detox. Kein Problem. Lassen Sie mich wissen, wie es läuft, vielleicht begleite ich Sie bei einer Social-Media-Entgiftung. Das klingt nach einer tollen Idee. Es kann erfrischend sein, eine Pause einzulegen. Absolut. Eine Zeit lang abzuschalten kann helfen, den Kopf frei zu bekommen. Ja, es ermöglicht uns, uns auf reale Interaktionen und Erfahrungen zu konzentrieren. Ich denke, es ist wichtig, ein Gleichgewicht in unserem digitalen Leben zu finden. Definitiv. Ich bin gespannt, wie ich mich nach der Entgiftung fühle. Unterstützen wir uns in dieser Zeit gegenseitig. Es wird es einfacher machen. Ich stimme zu. Ich freue mich auf bedeutungsvollere Momente. Lassen Sie uns einander zur Rechenschaft ziehen und unsere Erfahrungen teilen. Lektion 15, Unterkunftspräferenzen. In Ordnung. Wünschen Sie ein Einzel- oder Doppelbett? Ein Einzelbett wäre für mich in Ordnung, ich mag es, meinen eigenen Raum zu haben. Das macht Sinn. Ein Einzelbett kann gemütlich und bequem sein. Ja, es ist perfekt für einen erholsamen Schlaf nach einem langen Tag voller Erkundungen. Stellen Sie sicher, dass Sie auch ein Zimmer mit schöner Aussicht anfragen. Das ist eine tolle Idee. Es ist immer schön, mit einer wunderschönen Aussicht aufzuwachen. Ich werde beim Hotel nachfragen, welche Optionen es zur Verfügung hat. Danke schön. Ich weiß es zu schätzen, dass Sie sich um die Details kümmern. Kein Problem. Ich freue mich auf unsere Reise. Lektion 16, Londoner Wahrzeichen. Viele der berühmtesten Gebäude Londons befinden sich in einem kleinen zentralen Bereich. Ja, es ist unglaublich, wie viel Geschichte auf so kleinem Raum verpackt ist. In der Gegend gibt es mehrere große Sehenswürdigkeiten, die Millionen von Besuchern anziehen. Ich kann es kaum erwarten, den Tower of London und den Buckingham Palace persönlich zu sehen. Absolut. Jeder Ort hat seine eigene einzigartige Geschichte zu erzählen. Ich liebe es, wie ein Spaziergang durch die Stadt sich wie eine Zeitreise in die Vergangenheit anfühlen kann. Ja, die Architektur und Geschichte sind wirklich faszinierend. Machen wir unbedingt viele Fotos, während wir die Gegend erkunden. Definitiv. Diese Reise wird mit unvergesslichen Erinnerungen gefüllt sein. Lektion 17, Ostertraditionen. Traditionell ist Ostern einer der wichtigsten Feiertage des christlichen Glaubens. Ja, es feiert die Auferstehung Jesu, die für das Christentum von zentraler Bedeutung ist. Absolut. Viele Familien haben in dieser Zeit einzigartige Traditionen zu beachten. Ich liebe es, wie es Menschen zum Feiern und Nachdenken zusammenbringt. Ja, und die festlichen Mahlzeiten und Aktivitäten machen es noch spezieller. Ich genieße das Eiersuchen und die Dekorationen, die Ostern mit sich bringt. Es ist ein freudiger Anlass voller Hoffnung und Erneuerung. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, wie unsere Community dieses Jahr feiert. Nehmen wir unbedingt an lokalen Veranstaltungen und Traditionen teil. Lektion 18, Rätsel lösen. Nach dem Lösen eines Rätsels ist es wie ein mentales Training, das ein zufriedenes Gefühl hinterlässt. Absolut. Es fordert Ihr Gehirn auf so unterhaltsame Weise heraus. Ja, und das Erfolgserlebnis nach der Lösung eines schwierigen Rätsels ist unglaublich.
Ich liebe es, wie es meinen Geist scharf hält und gleichzeitig unterhaltsam ist. Genau. Es ist eine großartige Möglichkeit, nach einem langen Tag zu entspannen. Machen wir es uns zur Gewohnheit, regelmäßig gemeinsam Rätsel zu lösen. Das würde mir gefallen. In Gesellschaft macht es immer mehr Spaß. Ja, wir können unterwegs Tipps und Strategien weitergeben. Ich bin gespannt, wie viele Rätsel wir gemeinsam lösen können. Lektion 19: Öffentlicher Verkehr. Wir verfügen über ein gut ausgebautes Bus- und U-Bahn-Netz in der Stadt. Das ist toll zu hören. Es erleichtert die Fortbewegung erheblich. Ja, sie sind erschwinglich und praktisch für den täglichen Pendelverkehr. Ich schätze, dass öffentliche Verkehrsmittel auch Staus reduzieren können. Absolut. Es ist eine nachhaltigere Option zum Reisen. Ich finde es toll, wie zugänglich es für alle ist, auch für Touristen. Ja, es ermöglicht den Menschen, die Stadt zu erkunden, ohne lästiges Parken. Ich freue mich darauf, während meines Besuchs Bus und U-Bahn nutzen zu können. Planen wir unsere Routen im Voraus, um das Beste daraus zu machen. Lektion 20: Ethik am Arbeitsplatz. Fairer Wettbewerb ist an jedem Arbeitsplatz von entscheidender Bedeutung, um sicherzustellen, dass jeder eine Chance auf Erfolg hat. Ich stimme voll und ganz zu. Es schafft ein gesundes Umfeld für die Mitarbeiter. Ja, und es verhindert Unmut unter den Teammitgliedern. Absolut. Eine klare Kommunikation der Erwartungen ist unerlässlich. So weiß jeder Mitarbeiter, was er tun und was nicht tun soll. Genau. Es fördert ein Gefühl von Vertrauen und Teamarbeit. Stellen wir sicher, dass wir diese Werte in unserer Arbeitskultur fördern. Das würde mir gefallen. Es ist wichtig für unseren gemeinsamen Erfolg. Gemeinsam können wir eine unterstützende Atmosphäre für alle schaffen. Lektion 21: Advocates-Rede. Auch heute Abend bin ich in Ihrem Namen hierher gekommen, um für Sie zu sprechen. Das ist mächtig. Es ist wichtig, sich für diejenigen einzusetzen, die nicht für sich selbst sprechen können. Ja, ich fühle eine starke Verantwortung, das Bewusstsein für Ihre Probleme zu schärfen. Absolut. Ihre Stimme kann einen erheblichen Unterschied in Ihrem Leben machen. Ich möchte die Herausforderungen hervorheben, vor denen Sie stehen, und Sie zum Handeln ermutigen. Das ist ein wunderbares Ziel. Es ist wichtig, andere zum Mitmachen zu inspirieren. Ja, gemeinsam können wir eine Bewegung für positive Veränderungen schaffen. Ich bin stolz auf Sie, dass Sie diese Initiative ergriffen haben. Dankeschön. Lassen Sie uns darüber nachdenken, wie wir diese Botschaft weiter verbreiten können. Lektion 22: Arbeitsbesprechung. Hallo. Hast du eine Minute? Ich wollte etwas mit dir besprechen. Klar, ich habe etwas Zeit. Was hast du im Kopf? Ich habe über unser bevorstehendes Projekt nachgedacht und darüber, wie wir es verbessern können. Das hört sich großartig an. Ich bin immer offen für die Diskussion neuer Ideen. Ich glaube, dass wir von mehr Zusammenarbeit im Team profitieren könnten. Absolut. Durch die Zusammenarbeit können Kreativität und Produktivität gesteigert werden. Lassen Sie uns ein Treffen vereinbaren, um die Beiträge aller Beteiligten zu sammeln.
Ja, auf diese Weise können wir sicherstellen, dass sich jeder eingebunden und wertgeschätzt fühlt. Ich bin gespannt, was wir als Team alles schaffen können. Lektion 23: Autofahren lernen. Ja, ich studiere gerade die Straßenverkehrsordnung. Es ist aufregend, dieses Wissen zu erlangen. Das ist fantastisch. Autofahren zu lernen eröffnet so viele Möglichkeiten. Absolut. Ich kann es kaum erwarten, die Freiheit zu spüren, die es mit sich bringt, auf die Straße zu gehen. Ja, und mit einem Führerschein wird das Reisen viel einfacher. Ich freue mich auch darauf, an Orte zu fahren, an denen ich noch nie zuvor war. Das klingt nach einem Abenteuer. Üben Sie regelmäßig? Ja, ich versuche, mich so oft wie möglich ans Steuer zu setzen. Das ist der beste Weg, um Selbstvertrauen aufzubauen und Ihre Fähigkeiten zu verbessern. Ich schätze Ihre Unterstützung, es motiviert mich wirklich. Lektion 24: Reisezeit. Großartig. Wie lange wird es Ihrer Meinung nach dauern, bis Sie zum Flughafen gelangen? Abhängig vom Verkehr dauert die Fahrt in der Regel etwa 30 Minuten. Das klingt vernünftig. Es ist gut, eventuelle Verzögerungen im Voraus zu planen. Ja, für alle Fälle plane ich immer etwas mehr Zeit ein. Ich denke, wir sollten aus Sicherheitsgründen versuchen, eine Stunde früher aufzubrechen. Das ist eine kluge Idee. Es gibt uns Zeit zum Entspannen vor dem Flug. Genau. Ich möchte jede Hektik in letzter Minute vermeiden. Ich auch. Stellen wir sicher, dass wir alles gepackt und einsatzbereit haben. Ich freue mich auf unsere Reise. Es wird ein tolles Abenteuer. Lektion 25: Positive Interaktionen. Nun, mit einem Lächeln und einer Begrüßung zu beginnen hilft, das Eis zu brechen. Das ist eine gute Idee. Ein herzlicher Empfang setzt einen positiven Ton. Absolut. Dadurch fühlen sich die Menschen wohl und wertgeschätzt. Ja, und es fördert von Anfang an eine offene Kommunikation. Was können wir sonst noch tun, um eine freundliche Atmosphäre zu schaffen? Wir könnten offene Fragen stellen, um andere zum Teilen zu ermutigen. Das ist ein toller Vorschlag. Es lädt zu tiefergehenden Gesprächen ein. Ja, und wir sollten auch aktiv auf Ihre Antworten hören. Ich liebe das. Es zeigt, dass uns das, was Sie zu sagen haben, wirklich am Herzen liegt. Lektion 26: Zahlungsmethoden. An der Kasse verwende ich für bessere Prämien meist meine Kreditkarte. Das ist klug. Kreditkarten bieten häufig Cashback oder Punkte für Einkäufe an. Genau. Es ist eine großartige Möglichkeit, meine Ausgaben zu maximieren. Für alltägliche Ausgaben nutze ich jedoch lieber meine Debitkarte. Das macht Sinn. Es trägt dazu bei, die Ausgaben innerhalb des Budgets zu halten. Ja, und es ist einfacher, ohne Schuldenanhäufung zurechtzukommen. Stellen wir sicher, dass wir den Überblick über unsere Ausgaben behalten, unabhängig von der Methode. Absolut. Budgetierung ist der Schlüssel zur Finanzstabilität. Ich freue mich, dass wir diese wichtigen Themen diskutieren. Lektion 27: Einzigartige Souvenirs. Verzeihung. Können Sie etwas Besonderes vorschlagen? Wir sind auf der Suche nach einem einzigartigen Souvenir von unseren Reisen.
Das ist eine tolle Idee. Lokales Kunsthandwerk ist oft das beste Souvenir. Ich stimme zu. Sie tragen ein Stück Kultur und Geschichte des Ortes in sich. Ja, und handgefertigte Artikel erzählen oft eine Geschichte, die in Massenproduktion hergestellte Artikel nicht erzählen. Lassen Sie uns die lokalen Märkte erkunden. Sie haben normalerweise eine fantastische Auswahl. Absolut. Auch die Begegnung mit lokalen Kunsthandwerkern kann ein wunderbares Erlebnis sein. Ich kann es kaum erwarten, etwas Sinnvolles zu finden, das ich mit nach Hause nehmen kann. Machen wir unsere Suche nach Souvenirs zu einem Abenteuer für sich. Lektion 28: Strandvertrauen. Sie haben recht. Ich möchte mich am Strand selbstbewusst und stillvoll fühlen. Absolut. Es kommt darauf an, das richtige Outfit auszuwählen. Was schlagen Sie für einen Strandlook vor? Ein schöner Badeanzug gepaart mit einer leichten Überdeckung wirkt Wunder. Das hört sich großartig an. Auch Accessoires können einen Unterschied machen. Ja. Ein Hut mit breiter Krempe und eine Sonnenbrille sind perfekt. Ich liebe diese Idee. Es verleiht dem Outfit Flair. Außerdem schützen sie vor der Sonne. Doppelter Sieg. Genau. Jetzt freue ich mich auf den Strand. Lektion 29: Hausbeschreibung. Das Haus ist weiß gestrichen, der obere Teil des Hauses besteht aus rotem Backstein. Das klingt bezaubernd. Handelt es sich um einen traditionellen Stil? Ja, es hat einen klassischen Look mit einem modernen Touch. Ich liebe diese Kombination. Wie ist das Innere? Es ist gemütlich mit viel natürlichem Licht und offenen Räumen. Perfekt für Familientreffen. Hast du einen Garten? Ja, ein kleines mit bunten Blumen. Das hört sich herrlich an. Gartenarbeit kann so entspannend sein. Das ist es wirklich. Ich verbringe gerne Zeit im Freien. Lektion 30: Wetterwünsche. Ebenfalls. Es raubt mir meine ganze Energie. Lasst uns für kühlere Tage beten. Ja, eine schöne Brise wäre erfrischend. Was ist deine Lieblingsjahreszeit? Ich liebe den Herbst, die Farben sind wunderschön. Der Herbst ist herrlich. Ich mag die kuscheligen Pullover. Genau. Es ist die perfekte Zeit für warme Getränke. Und die Schönheit der Natur genießen. Ich kann es kaum erwarten. Ich auch. Wir hoffen auf eine schnelle Veränderung. Lektion 31: Balkonträume. Haben Sie versucht, Online-Angebote für Wohnungen zu prüfen? Ja, ich habe ein paar mit Balkon und Parkplatz gefunden. Das hört sich großartig an. Wie sehen sie aus? Man hat einen wunderschönen Blick auf die Skyline der Stadt. Wow, das muss großartig sein. Ist es teuer? Es ist etwas teuer, aber aufgrund der Lage lohnt es sich. Ich stimme zu, ein Balkon kann das Wohnerlebnis wirklich bereichern. Genau. Stellen Sie sich vor, Sie trinken morgens draußen einen Kaffee. Das klingt perfekt. Lektion 32: Datenschutzbedenken.
Ich stimme voll und ganz zu, es ist alarmierend, wie leicht auf unsere Informationen zugegriffen werden kann. Absolut, ich habe das Gefühl, dass Privatsphäre der Vergangenheit angehört. Man fragt sich, wie sicher wir online wirklich sind. Rechts? Selbst einfache Dinge wie das Surfen können verfolgt werden. Es stimmt, es ist wichtig, bei dem, was wir teilen, vorsichtig zu sein. Ich verwende mittlerweile für alles andere Passwörter. Das ist ein kluger Schachzug. Gibt es Apps, die Sie empfehlen? Ja, Passwortmanager können wirklich hilfreich sein. Ich sollte mir das ansehen. Es klingt nach einer guten Lösung. Lektion 33, perfektes Gebräu. Habe es. Wie sieht es mit der Wassertemperatur zum Brühen aus? Verwenden Sie am besten Wasser mit einer Temperatur von etwa 195 Grad Fahrenheit. Interessant. Macht das wirklich einen Unterschied? Absolut. Es bringt den Geschmack des Kaffees zur Geltung. Ich habe kochendes Wasser verwendet, vielleicht schmeckt es deshalb so schlecht. Genau. Eine etwas niedrigere Temperatur kann den Geschmack verbessern. Das muss ich beim nächsten Mal ausprobieren. Irgendwelche weiteren Tipps? Lassen Sie es auch genau die richtige Zeit ziehen. Toller Rat. Ich kann es kaum erwarten, meine nächste Tasse zuzubereiten. Lektion 34, Wunder der Natur. Es gibt so viele Entenarten im Park. Ja, und auch die Sportfische gibt es hier reichlich. Es ist unglaublich, wie vielfältig dieses Ökosystem ist. Etwa 80% des Waldes bestehen aus verschiedenen Arten. Das ist faszinierend. Kommen Sie oft hierher? Ich versuche es. Es ist eine großartige Möglichkeit, sich mit der Natur zu verbinden. Ich stimme zu, es ist so erfrischend. Haben Sie seltene Vögel gesehen? Einmal habe ich hier einen Reiher gesehen. Es war atemberaubend. Das würde ich gerne sehen. Die Natur hat so viel zu bieten. Lektion 35, Rituale vor dem Schlafengehen. Es ist schön, Bildschirme zu meiden und ein Buch zu lesen, bevor man das Licht ausschaltet. Ich stimme voll und ganz zu, es hilft mir, mich zu entspannen. Ich habe versucht, eine Routine für besseren Schlaf zu etablieren. Das ist eine tolle Idee. Was liest du? Hauptsächlich Fiktion, es entführt mich in eine andere Welt. Ich liebe das. Haben Sie einen Lieblingsautor? Ja, ich mag die Werke von Haruki Murakami sehr. Er hat so einen einzigartigen Stil. Vielleicht lese ich eines seiner Bücher. Du solltest. Es ist eine wunderbare Flucht. Lektion 36, ein kurzer Anruf. Nehmen Sie sich Zeit für das Telefonat, ich bin gleich hier. Danke. Ich schätze Ihre Geduld. Kein Problem. Es ist wichtig, mit diesen Dingen ruhig umzugehen. Genau. Eile kann zu Fehlern führen. Ich fühle mich immer besser, wenn ich mir Zeit nehme. Ja, es hilft, Stress abzubauen. Bist du heute beschäftigt? Nicht zu viel, nur etwas Lektüre nachholen. Klingt gut. Was liest du? Ein Kriminalroman, es ist ziemlich packend.